Willkommen. Nimm dir einen Augenblick, bevor irgendetwas anderes geschieht, um wirklich anzukommen. Wo immer du bist, wie immer du liegst oder sitzt oder dich gerade einrichtest, lass deine Schultern ein klein wenig weicher werden. Lass deinen Kiefer locker. Lass die kleinen Muskeln rund um deine Augen schwer und warm werden. Es gibt heute Abend nichts, dem du folgen müsstest. Keinen Faden, den du festhalten müsstest. Wenn dein Geist von der Geschichte wegwandert, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn er wieder zurückkehrt, ist das auch in Ordnung. Die Worte gehen weiter, langsam und gleichmäßig, und du kannst mit ihnen treiben oder von ihnen wegtreiben, ganz wie der Schlaf dich findet. Lass deinen Atem seinen eigenen ruhigen Rhythmus finden. Nicht tiefer, nicht langsamer, nur leichter. So wie Atem sich bewegt, wenn niemand hinsieht. Ein und aus. Ein und aus. Spüre die Fläche unter dir, wie sie dein Gewicht trägt, ohne irgendetwas dafür zu verlangen. Bemerke, wie dein Körper sich schon jetzt in dieses Tragen hineinzulösen beginnt. Der Hinterkopf, die Rückseite der Schultern, das Kreuz, die Kniekehlen. Jeder Teil von dir ist eingeladen, schwerer zu werden. Heute Abend wirst du an einen weit entfernten Ort reisen. Auf ein hohes, sonnenwarmes Plateau, wo sich kupferne Schalen langsam unter einem verblassenden Himmel drehen. Du wirst dort nichts tun müssen. Du wirst nur ein wenig gehen und ruhen und lauschen und schauen. Du wirst eingeladen, roten Staub von warmem Metall zu wischen, ein kühles Getränk aus einem Tonbecher zu nippen, dich auf Planken zurückzulehnen, die den ganzen Tag die Sonne gehalten haben. Du kannst den Raum um dich herum verklingen lassen. Die Lichter, die Kanten der Möbel, die kleinen Geräusche des Gebäudes, in dem du dich befindest. Lass sie alle leise zurücktreten. An ihrer Stelle stelle dir warme, trockene Luft vor und einen weiten, stillen Himmel und das lange, tiefe Summen von 100 sich langsam drehenden Schalen. An diesem Ort gibt es keine Eile. Gar keine Eile. Die Arbeit, die hier getan wird, ist sanft. Und die Menschen, die sie tun, sind sanft. Und die Stunden sind sehr lang. Und das Licht zieht über das Land wie eine langsame Hand, die ein Laken glättet. Lass dich also tragen. Lass die Wärme dir entgegenkommen. Lass den roten Staub treiben und das Kupfer leise klingen und den Besen flüstern. Lass dich beginnen, ganz langsam anzukommen. Das Plateau liegt weit und hell unter der späten Nachmittagssonne. Du stehst am Anfang eines langen, hölzernen Stegs, der in vollkommen gerader Linie über den flachen, staubfarbenen Boden hinausläuft. Die Planken sind zu einem weichen Silbergrau verwittert und sie sind warm unter deinen Füßen, warm wie Brot warm ist, eine Weile nachdem es aus dem Ofen kam. Du spürst diese Wärme sogar durch die Sohlen deiner Schuhe. Zu beiden Seiten des Stegs stehen, in langen, geduldigen Reihen, die kupfernen Schalen des murmelnden Sonnentelegraphen. Sie sind größer, als du sie dir zunächst vorstellen würdest. Jede ist eine flache Schale aus getriebenem Kupfer, in eine hölzerne Wiege gesetzt, mit einem schlanken Arm, der sich aus ihrer Mitte erhebt. Die Schalen haben die Farbe alter Kupfermünzen, die in einer Tasche warm geworden sind. Und dort, wo die Sonne sie trifft, glühen sie in einem weichen, tiefen Gold. Wo der Schatten fällt, nehmen sie die Farbe lange gezogenen Tees an. Die Schalen drehen sich, sehr langsam. So langsam, dass du, wenn du eine von ihnen anschaust, ihre Bewegung gar nicht wirklich sehen kannst. Aber wenn du einen Augenblick wegschaust und dann zurückblickst, hat sie sich ein wenig verschoben, ein wenig geneigt und folgt etwas Hohem, weit entferntem,
in der hellen Luft darüber. Während sie sich drehen, knarren sie. Nicht laut, nur ein sanftes, gut geöltes Knarren. Der Klang alten Holzes und geduldiger Lager. Der Klang von etwas, das seine langsame Arbeit schon sehr, sehr lange tut. Das Knarren kommt von einer Schale, dann von einer anderen, dann von wieder einer anderen, verstreut entlang der Reihen wie die Rufe kleiner Vögel im Wald. Keine knarrt im Takt mit einer anderen. Keine hat es in irgendeiner Weise eilig. Und unter diesen Geräuschen, darunter, hörst du das Summen. Das tiefe, gemeinsame Summen des ganzen Feldes. Es ist der Klang von warmem Kupfer, das in warmer Luft steht, von 100 Schalen, die ganz leise denselben langen Ton singen. Du spürst es ebenso, wie du es hörst. Du spürst es in deinen Fußsohlen, durch die warmen Planken hindurch. Es ist die Art von Klang, die nichts von dir verlangt. Es ist die Art von Klang, in die du dich hineinsinken lassen kannst. Die Luft riecht nach trockenem Stein und nach Wüstensalbei. Irgendwo, jenseits der Reihen, geben niedrige grau-grüne Sträucher ihren Abendduft ab. Einen kräutrigen, staubigen, leicht süßen Geruch, der mit der Kühle des Tages aufsteigt. Da ist auch der Geruch des Kupfers selbst. Ein klarer, mineralischer Geruch, ein wenig wie Regen auf Metall. Und, ganz schwach, der nussige Geruch von gepresstem Saatöl aus einer kleinen Lampe, die irgendwo weiter vorn leuchtet. Der Himmel über dem Plateau ist riesig. Oben beginnt er als ein weiches, ausgewaschenes Blau. Und je tiefer er sich zum Horizont senkt, desto wärmer wird er, hin zu blassem Aprikot, dann zu tieferem Bernstein, dann zu einem staubigen Rosa, das fast die Farbe des Bodens selbst hat. Es gibt ein paar hohe, dünne Wolken, langsam und wie gekämmt, ausgestreckt, als hätte jemand mit einem breiten Pinsel über den Himmel gezogen. Ein feiner roter Staub treibt im niedrigen Licht. Du kannst ihn sehen, dort, wo die Sonne ihn von der Seite trifft. Ein weiches Glitzern von Teilchen, das in der Luft hängt und sich so langsam absetzt, dass es kaum so wirkt, als setzte es sich überhaupt. Der Staub gibt dem Licht einen Körper. Er lässt die Luft an manchen Stellen dick und golden aussehen, an anderen rosafarben. Es ist der Staub des Plateaus, uralt und sehr fein, und er setzt sich auf diese Schalen, lange schon, bevor du gekommen bist. Ein Stück weiter, den Steg entlang, ist bereits eine Gestalt bei der Arbeit. Sie geht langsam zwischen den Reihen, einen langstieligen Besen auf der Schulter. Ihr Name ist Imel. Sie ist die Dünenfegerin dieses Abschnitts des Feldes, und ihre Arbeit besteht darin, die Kupferränder sauber, die Lager geölt und die Lampen gefüllt zu halten und auf die leisen Botschaften zu lauschen, die noch immer durch die hohe Atmosphäre von fernen Stationen hereinfädeln. Imel trägt weite, sandfarbene Kleidung, eine lange Tunika, an der Taille gerafft, weiche Hosen, ein breites Tuch um den Kopf gewickelt gegen die Sonne. Ihre Ärmel sind bis zu den Ellbogen hochgeschoben. Ihre Hände sind klein und braun und ruhig, und sie kennen diese Arbeit so, wie deine eigenen Hände im Dunkeln den Weg zu deinem Gesicht kennen. Sie sieht dich nicht, und sie muss es auch nicht. Du bist nur hier, um neben ihr zu gehen und zu schauen und zu lauschen und deinen Atem im Rhythmus ihres Besens langsamer werden zu lassen. Du beginnst zu gehen. Langsam. Die Planken des Stegs geben ein wenig nach unter deinen Füßen und der Duft warmen Holzes steigt um deine Knöchel auf. Bei jedem Schritt wirbelt feiner roter Staub sanft auf und legt sich dann wieder, langsamer als möglich scheint. Der Steg verläuft zwischen zwei Reihen von Schalen,
zu deiner linken kupferne Schalen, halb nach Westen geneigt, die das letzte helle Licht trinken. Zu deiner rechten kupferne Schalen, halb nach Osten geneigt, schon ein wenig im Schatten. Während du gehst, lässt du deine Fingerspitzen über den Rand einer Schale gleiten, nur um sie zu spüren. Das Kupfer ist warm, nicht heiß. Warm wie der Rücken eines Tieres, das in der Sonne geschlafen hat. Warm wie ein Stein, der die Wärme den ganzen Nachmittag gehalten hat. Du spürst das feine Korn von Staub darauf, fein wie Puderzucker. Und darunter die glatte, leicht gewellte Oberfläche von getriebenem Metall. Du lässt deine Finger einen Moment dort, auf dem warmen Kupfer. Du spürst, wie deine Schultern noch ein wenig tiefer sinken. Weiter vorne ist Emil neben einer Schale stehen geblieben. Sie nimmt den Besen von der Schulter und dreht ihn in den Händen. Der Besen ist lang, größer als sie, mit einem schlanken Holzstiel, blass und glatt geworden durch jahrelangen Gebrauch, und am Ende ein breiter, weicher Kopf aus Dachshaarborsten, gefasst mit einem kupfernen Ring. Die Borsten sind hellbraun und silbrig, dicht und sanft. Sie hebt den Besen und legt seinen Kopf behutsam an den Rand der Schale. Dann zieht sie ihn die Rundung entlang, langsam, ganz langsam, mit einer langen, gleichmäßigen Bewegung. Das Dachshaar flüstert über das Kupfer. Es gibt kein anderes Wort dafür. Ein Flüstern. Ein weiches, gedämpftes Streichen. Leiser als ein Atemzug, das eine Wolke feinen roten Staubs in das schräg einfallende Licht entlässt. Der Staub treibt. Er fängt die Sonne ein. Er leuchtet. Und dann, ganz langsam, beginnt er sich wieder zu setzen, fällt im Tempo von Traumschnee, verteilt sich über den Boden in einem sanften, roten Regen. Während der Rand der Schale sauber wird, geschieht etwas mit ihrem Klang. Die Schale gibt einen leisen Klang von sich, keinen angeschlagenen Klang, wie eine Glocke, etwas Weicheres, einen gehaltenen Ton, als hätte die Schale, befreit von ihrem Staub, sich erinnert, wie sie ihr eigenes stilles Lied in das größere Summen der Reihe hineinsingt. Der Ton ist rund und sanft. Er fügt sich in das Summen ein, und er ist verklungen, und er ist noch immer da. Du stehst ein Stück zurück und siehst ihr bei der Arbeit zu. Der Besen flüstert, der Staub treibt, die Schale klingt leise. Emil bewegt sich in einem langsamen Kreis um die Schale, ihre Füße still auf den Planken. Ihr Besen hebt sich nie höher als nötig. Sie beendet eine Schale und tritt zur nächsten. Sie beeilt sich nicht. Sie blickt nicht zum Himmel oder die lange Reihe voraus. Sie blickt nur auf den kupfernen Rand vor sich und sie fegt. Du gehst weiter, an ihr vorbei, tiefer in die Reihe hinein. Der Steg dehnt sich vor dir aus, verengt sich in deinem Blick auf einen fernen Punkt, an dem die Planken sich zu treffen scheinen. Zu beiden Seiten gehen die Reihen der Schalen weiter und weiter, golden und teedunkel, golden und teedunkel, bis sie sich im staubigen Dunst am Rand des Plateaus verlieren. Du kannst nicht sehen, wo die Reihe endet. Du weißt nur, dass sie noch eine lange, sanfte Weile weitergeht. Das Summen der Reihe ist hier ein wenig lauter, weiter drinnen. Nicht laut, nur voller. Du spürst es jetzt in der Brust, eine langsame, tröstliche Vibration, so wie du den Motor eines stillen Bootes durch das Deck unter deinen Füßen spürst. Es drängt nicht, es trägt nur. Du kommst an einer Schale vorbei, die stärker geneigt ist als die anderen, ihr Becken hoch nach Osten gerichtet. Als du sie anschaust, siehst du einen kleinen Vogel auf ihrem Rand sitzen. Ein blasser, sandfarbener Vogel, kleiner als deine Hand, mit einem weichen, runden Körper
und einem zarten Schnabel. Er sitzt ganz still. Seine Augen sind halb geschlossen. Das Kupfer ist warm unter seinen Füßen und der Vogel ist zufrieden. Du siehst ihn lange an. Der Vogel bewegt sich nicht. Die Schale bewegt sich nicht oder so langsam, dass du es nicht erkennen kannst. Das Summen geht weiter. Nach einer Weile öffnet der Vogel die Augen, schaut dich auf eine freundliche, gelassene Weise an und schließt sie wieder. Du gehst weiter, ganz leise, um ihn nicht zu stören. Weiter den Steg entlang kommst du an eine Stelle, an der sich die Planken zu einer kleinen quadratischen Plattform weiten. In der Mitte der Plattform steht ein hölzerner Pfosten und oben auf dem Pfosten sitzt eine kleine Messingglocke mit einer langen Schnur. Du läutest sie nicht. Du siehst sie nur an. Es ist die Art Glocke, die einmal am Tag geläutet wird. Vielleicht bei Sonnenuntergang, um den anderen Fegern weiter unten auf der Linie zu sagen, dass in diesem Abschnitt alles in Ordnung ist. Die Glocke ist geduldig. Ihre Saiten sind matt geworden von demselben feinen roten Staub, der auch die Schalen matt werden lässt. Neben dem Pfosten ist eine hölzerne Bank in die Plattform eingelassen. Ihre Sitzfläche ist glatt gewetzt und ein wenig geformt von den Schultern und dem Gewicht vieler langsamer Nachmittage. Wenn du wolltest, könntest du dich dort hinsetzen. Du könntest dich ausruhen. Du könntest die Hände auf das warme Holz legen und das Summen durch die Planken heraufkommen spüren. Aber im Moment gehst du weiter, denn es gibt noch ein wenig mehr zu sehen. Der Steg biegt sanft ab. Du hattest die Biegung nicht bemerkt. Er krümmt sich so leicht, dass du erst, wenn du zurückblickst, erkennst, dass der Weg, den du gekommen bist, jetzt schräg hinter dir liegt. Vor dir haben sich die Reihen der Schalen leicht verschoben und du kannst in der Ferne ein kleines, niedriges Gebäude aus blassem Stein und verwittertem Holz sehen. Sein Dach ist flach und nur ein wenig geneigt. Eine dünne Rauchwolke kringelt sich aus einem Schornsteinrohr. Die Art Rauch, die von einem kleinen, gut gepflegten Ofen kommt, fast durchscheinend im späten Licht. Das ist die Lauschhütte. Dorthin wird Emil in einer Weile gehen, um die Botschaften aufzuschreiben, die über die lange Luft hereinkommen. Aber dort musst du jetzt noch nicht hin. Die Hütte ist geduldig. Sie wartet. Sie wird noch da sein, wenn du ankommst. Du lässt dich langsam auf sie zugehen, aber bleibst oft stehen, so wie man an einem langen Strand stehen bleibt, um Muscheln aufzuheben. Du hältst an einer Schale, die schon eine Weile nicht gefegt worden ist. Der Staub hat sich auf ihrem Rand in einem dickeren Band gesammelt und das Kupfer darunter ist dort dunkler, fast die Farbe getrockneter Erde. Du streckst die Hand aus und streichst mit einer Fingerspitze über den Rand. Der Staub gibt leicht nach, weich wie Mehl, und dein Finger kommt rostrot zurück. Du wischst ihn behutsam an dem Tuch ab, das an deiner Hüfte gebunden ist. Das Kupfer, dort wo du es abgewischt hast, glänzt ein wenig heller. Die Schale gibt, als hätte sie es bemerkt, eine winzige Bewegung in ihrer Halterung. Ein leises, hölzernes Knarren. Dann ist sie wieder still, lauschend. Du fragst dich beiläufig, welche Botschaft diese Schale wohl auffängt. Vielleicht eine Wetternotiz aus einer Stadt jenseits der Täler, eine Beschreibung des Morgennebels oder wie der Regen schräg über einen Weinberg gezogen ist. Vielleicht eine lange Pause, die dem Wind überlassen wird. Stunden der Stille zwischen zwei Stationen, die einfach gerne wissen, dass die andere da ist. Vielleicht
ein Wiegenlied, das ein alter Mann singt, der seine eigene Schale pflegt, weit weg, auf seinem eigenen warmen Steg. Du denkst an das Wiegenlied. Du stellst dir vor, wie es aus seiner Schale aufsteigt, hinauf in die hohe Atmosphäre, sanft an einer unsichtbaren Decke des Himmels abprallt und wieder herunterkommt. Behutsam in diese Schale hier, wo es sich in das Summen einfügt und nirgendwohin im Besonderen geht. Der Gedanke ist freundlich. Er lässt dich lächeln, ein kleines Lächeln, das du kaum spürst. Du gehst weiter. Das Licht verändert sich. Das Bernstein wird tiefer und das staubige Rosa am Horizont breitet sich höher aus. Die Schatten der Schüsseln sind lang geworden, strecken sich in weichen, schräg geneigten Ovalen über den Boden. Der rote Staub ist jetzt besser sichtbar, leuchtet dort, wo er treibt, dunkel dort, wo er sich gesetzt hat. Das ganze Plateau scheint auf die entspannteste Weise den Atem anzuhalten und sich sanft dem Abend zuzuneigen. Du hörst Emils Besen wieder, irgendwo hinter dir. Das Flüstern von Dachshaar auf warmem Kupfer. Das sanfte Klingen eines sauberen Randes. Das Flüstern. Das Klingen. Das Flüstern. Das Klingen. Du lässt den Klang zu einer Art Metronom für deinen Atem werden. Ein mit dem Flüstern. Aus mit dem Klingen. Ein mit dem Flüstern. Aus mit dem Klingen. Es ist nicht nötig, ihn wirklich zu treffen. Nur zu bemerken, dass dein Atem begonnen hat, ihrer langsamen Gesellschaft zu folgen. Mit der Zeit erreichst du die Lauschhütte. Es ist ein bescheidenes Gebäude, niedrig und quadratisch, mit dicken Mauern aus blassem, sandfarbenem Stein und einer einzelnen hölzernen Tür, die ein wenig angelehnt geblieben ist. Eine Schilfmatte liegt direkt vor der Tür, an der Stiefel abgestreift werden können. Ein Zinnbecher hängt an einem Haken neben der Tür zum Abspülen der Hände. Unter dem Becher steht ein kleines Becken mit einem langsamen Tropfen Wasser, der heute schon viele Male nachgefüllt worden ist. Du trittst behutsam an die Tür heran. Du klopfst nicht. Emil ist noch nicht drinnen und du bist hier nur als stiller Besucher. Du lässt die Tür ein wenig weiter aufgleiten und du trittst über die Schwelle und du bist im Inneren der Hütte. Die Hütte ist nach dem hellen Plateau gedämpft und kühl. Deine Augen brauchen einen Moment, um sich anzupassen. Du kannst die nussige Wärme von gepresstem Saatöl riechen. Du kannst Tamarinde riechen, süß und leicht säuerlich, wie Trockenobst. Du kannst Papier riechen und Tinte und altes Holz und den schwachen mineralischen Hauch von Kupfer aus einer niedrigen Drahtspule, die an einer Wand entlang läuft. Es gibt ein einziges Fenster, klein und quadratisch, hoch oben angesetzt, durch das Fenster ein Quadrat rosa werdenden Himmels. Eine zweite, größere Öffnung in der Wand ist nicht verglast, sondern nur mit einem feinen Geflecht bespannt. Und die langsame Plateauluft zieht durch sie hinein und zur Tür hinaus, trägt ihren Duft nach Wüstensalbei mit sich. In der Mitte des Raumes steht ein Holztisch. Der Tisch ist schlicht und solide, seine Platte über die Jahre von Ellbogen und Unterarmen blass gewetzt. Auf dem Tisch sitzt ein kleines Messinginstrument, der Empfänger des murmelnden Telegraphen. Es ist so groß wie eine Teekanne und ein wenig wie eine geformt, mit einem schlanken Horn, das aus seiner Oberseite ragt, und einer kleinen Skala an seiner Seite und einem Papierband, das sanft aus einem Schlitz an seinem Fuß läuft. Das Papierband ist cremefarben und schmal. Es rollt sich ein wenig, während es herauskommt, und sammelt sich in einer weichen, losen Schlaufe in einem hölzernen Behälter auf dem Boden.
Während du zuschaust, bewegt sich das Band sehr langsam. Der Schlitz schiebt es ein paar Millimeter auf einmal heraus. Auf dem Band erscheinen blasse, von Hand nachgezeichnete Zeichen und kleine Wörter, geschrieben von einem winzigen Messingarm, der in einem feinen Rhythmus tippt und gleitet. Der Arm tippt leise. Tipp, eine Pause. Tipp, tipp, eine längere Pause. Tipp, es ist überhaupt nicht eilig. Es ist der Rhythmus von jemandem, der 3 Täler entfernt ist, sich Zeit nimmt, jedes Wort wählt. Neben dem Tisch ruht ein Tonkrug auf einem niedrigen Regal. Der Krug ist rund und hat die Farbe heller Tonerde, mit einer leicht rauen Oberfläche und einem kleinen Holzdeckel. Neben dem Krug stehen 3 Tonbecher, alle in derselben Farbe, alle mit denselben Daumenabdrücken dort, wo der Töpfer sie gehalten hat. Ein Keil gefalteten Stoffes ist unter den Krug geschoben, um jeden Tropfen aufzufangen. Du kannst, ganz schwach, das Summen der Anlage sogar hier hören, das durch den Boden heraufkommt. Du kannst das sanfte Knarren der Schüsseln draußen hören. Dahinter, sehr weit entfernt, das Flüstern eines Besens. Nach einer kleinen Weile hörst du Emils Schritte näher kommen. Langsame, gleichmäßige Schritte auf dem Bohlenweg. Das sanfte Schaben weicher Sohlen. Sie kommt zur Tür, lehnt ihren Besen gegen die Außenwand und tritt herein. Sie sieht dich nicht, und das ist in Ordnung. Du bist nicht wirklich im Raum, nicht auf die Weise, die Platz einnimmt. Du schaust nur zu. Emil wickelt das Tuch von ihrem Kopf und hängt es an einen Haken. Darunter ist ihr dunkles Haar zu einem schlichten Zopf gebunden, mit silbernen Strähnen durchwoben. Sie wischt sich die Hände am Tuch an ihrer Hüfte ab. Sie geht zum Regal, hebt den Deckel des Tonkrugs an und gießt sich einen Becher Tamarindenwasser ein. Das Wasser, das herauskommt, ist von einem tiefen Bernstein. Es zieht seit dem Morgen mit Tamarindenmark und einer Scheibe Trockenobst. Es ist im Schatten des Regals abgekühlt, der kühlsten Stelle in der Hütte. Das Wasser macht ein leises, tiefes Geräusch, während es den Becher füllt. Ein rundes, hohles Geräusch. Die Art von Geräusch, für die ein Tonbecher gemacht ist. Sie hebt den Becher und sie trinkt. Langsam. Sie schließt für einen Moment die Augen. Die Tamarinde ist süß und herb und kühl. Und du kannst sie fast schmecken, allein indem du beobachtest, wie ihr Gesicht weicher wird. Sie stellt den Becher auf den Tisch und wendet sich dem Empfänger zu. Der kleine Messingarm tippt noch immer. Tipp, Pause. Tipp, Tipp, Pause. Tipp. Emil zieht einen kleinen Holzhocker an den Tisch und setzt sich, lässt ihr Gewicht sanft darauf sinken. Sie hebt das Papierband zwischen 2 Fingern an und betrachtet es freundlich. Sie liest. Während sie liest, nimmt sie ein kleines Notizbuch aus einer Schublade des Tisches und einen Bleistift mit weicher, dunkler Spitze. Und sie beginnt, in langsamer, sorgfältiger Schrift eine Übersetzung niederzuschreiben. Sie schreibt nicht alle Wörter auf einmal. Sie schreibt eine Wendung, dann wartet sie, dann schreibt sie eine weitere. Der Empfänger, 3 Täler entfernt, ist langsam und ihr Schreiben ist langsam, um dazu zu passen. Die Nachricht stammt von einer Gärtnerin. Das erkennst du, weil die Worte von Erde und Sonnenlicht und kleinen grünen Dingen sprechen. Du liest über Emils Schulter mit, obwohl du sehr weit von dort entfernt bist. Und die Stimme der Gärtnerin kommt leise durch. Sie beschreibt die Farbe ihrer Tomaten. Sie sagt, sie seien noch nicht ganz rot. Sie sagt, sie hätten die Farbe eines Sonnenuntergangs, der sich noch nicht entschieden hat. Sie sagt,
Einige seien an den Schultern grün gestreift, wie ein Kind, das im Gras gespielt hat. Sie sagt, eine an der südlichen Ranke sei zu einem tiefen Orange-Rosa geworden, fast die Farbe des Inneren einer Muschel. Sie lässt sie noch einen Tag reifen, vielleicht 2. Emil schreibt jede Wendung auf. Ihre Handschrift ist rund und gleichmäßig. Sie lächelt ein kleines, eigenes Lächeln bei der Zeile über das Kind. Sie unterstreicht die Muschelfarbe, sanft, als wolle sie sich merken. Die Gärtnerin sagt, es sei eine ruhige Woche gewesen. Sie sagt, der Wind sei sanft gewesen. Sie sagt, sie habe am Mittag im Schatten des Feigenbaums gesessen und Brot mit Olivenöl und ein wenig Salz gegessen und einem Käfer lange dabei zugesehen, wie er an einem Fenchelstängel hinaufkletterte. Sie sagt, der Käfer habe schließlich die Spitze erreicht. Sie sagt, sie wisse nicht, was der Käfer darüber gedacht habe. Emil schreibt auch das auf. Sie blättert eine Seite in ihrem Notizbuch um. Sie trinkt einen weiteren langsamen Schluck Tamarindenwasser. Die Nachricht geht weiter, ohne jede Eile. Die Gärtnerin beschreibt den Duft ihres Basilikums. Sie beschreibt das Geräusch des Bewässerungsgrabens, der neben ihrem Beet entlangläuft. Sie beschreibt die Katze, die jeden Nachmittag kommt und sich in eine bestimmte, von der Sonne erwärmte Ecke ihres Wegs legt und wie sie darauf achtet, nicht auf sie zu treten. Du stehst still und lauschst und das langsame Klopfen geht weiter. Klopf, Pause, Klopf, Klopf, Pause. Der Duft der Wüstensalbei zieht durch die vergitterte Öffnung herein und das warme rosa Licht durch das hohe Fenster vertieft sich um winzige Grade. Als die Nachricht zu Ende ist, hält der kleine Messingarm eine längere Weile inne und klopft dann ein kleines Muster. Das bedeutet, das ist alles für jetzt. Emil legt ihren Bleistift ab. Sie ruht ihre Hände auf dem Schreibtisch, Handflächen nach unten und atmet einen langen Moment. Dann beginnt sie, ihre Antwort zu verfassen. Sie wird der Gärtnerin von der Form der heutigen Wolken erzählen. Sie denkt eine kleine Weile nach und blickt zum hohen Fenster hinauf, wo das Quadrat des Himmels nun ein zartes Pfirsichrosa ist. Sie nimmt den Bleistift wieder auf und entwirft auf einer frischen Seite ihres Notizbuchs ihre Nachricht. Sie schreibt, dass der Himmel heute sehr weit war. Sie schreibt, dass am Morgen 3 hohe, langsame Wolken zogen, alle in dieselbe Richtung, wie Schiffe auf einem ruhigen Meer. Sie schreibt, dass sich die Wolken am Nachmittag zu langen, blassen Strähnen ausgekämmt haben, so wie das Haar eines Kindes aussieht, das lange im Wind gelaufen ist. Sie schreibt, dass eben jetzt, da die Sonne sinkt, eine Wolke die Farbe einer reifen Aprikose angenommen hat und eine die Farbe einer blassen Rose und eine weiß geblieben ist, als hätte sie die Nachricht nicht gehört, dass der Abend kommt. Sie schreibt, dass die Luft nach Salbei und warmem Kupfer riecht. Sie schreibt, dass ein kleiner Vogel vorhin auf einer ihrer Schüsseln saß und sich lange nicht bewegte. Sie schreibt, dass es ihr gut geht und dass es ihren Händen gut geht und dass die Anlage heute Abend leise summt. Als sie zufrieden ist, legt sie das Notizbuch beiseite und wendet sich dem Empfänger zu. An der Seite des Messinginstruments ist ein kleiner Hebel, von ihrem Daumen glatt poliert. Sie legt den Daumen darauf und sie beginnt zu senden. Ihr Daumen drückt, lässt los. Drückt, lässt los. Das Instrument gibt jedes Mal ein leises, tiefes Klicken von sich. Und ein schwacher Impuls geht hinaus. Den Draht hinauf, in die Schüsseln, hinauf in die hohe Luft und fort, hin zur Gärtnerin 3 Täler entfernt. Emils Gesicht ist ruhig.
ihre Augen sind halb geschlossen. Sie kennt den Rhythmus auswendig. Du stehst still und lauschst dem sanften Klicken. Klick, Pause. Klick, Klick, Pause. Klick. Es ist die geduldigste Musik. Es ist die Musik von jemandem, der sorgsam zu einer Freundin spricht, die sie nie getroffen hat, über einen großen, stillen Raum hinweg. Als sie fertig ist, hebt Imel den Daumen vom Hebel. Sie lässt ihre Hand ruhen. Sie trinkt den letzten Rest ihres Tamarindenwassers. Sie stellt den Tonbecher mit einem leisen Geräusch ab. Sie erhebt sich vom Hocker. Sie wickelt ihr Kopftuch neu, nimmt ein kleines Tongefäß mit gepresstem Saatöl von einem Regal, klemmt es sich unter den Arm und tritt zurück hinaus in den Abend. Du folgst. Das Plateau hat sich verändert, während du drinnen warst. Das Licht ist tiefer und wärmer und die langen Schatten der Schüsseln sind noch länger geworden und an ihren Rändern weicher, als begännen sie zu vergessen, dass sie Schatten sind. Das Rosa am Horizont hat sich zu einem Rosenrot vertieft. Die dünnen, ausgekämmten Wolken leuchten heller, jede in einem anderen Ton, genau wie Imel es beschrieben hat. Die aprikosenfarbene, die rosenfarbene, die störrisch-weiße. Der Staub in der Luft ist sichtbarer als je zuvor. Er leuchtet, er hängt, er treibt. Wenn Imel geht, hebt sich eine kleine Wolke davon um ihre Knöchel und sinkt dann wieder zurück, langsamer als langsam. Die Schüsseln knarren sanft in ihren Wiegen, eine nach der anderen, nie zugleich, jede zu ihrer eigenen Zeit. Das Summen ist jetzt etwas tiefer, etwas voller. Du kannst es deutlicher hören, weil die Luft abkühlt, weil sich Geräusche in kühlerer Luft anders tragen. Es bewegt sich, wie sich ein sehr ruhiges Meer unter einem kleinen Boot bewegt. Imel geht den Bohlenweg entlang zu einer bestimmten Schüssel, ein paar Reihen von der Hütte entfernt. Du gehst mit ihr. Sie bleibt stehen, stellt ihr Tongefäß ab und legt die Hand auf die hölzerne Wiege. Sie wendet den Kopf und lauscht. Du lauschst ebenfalls. Unter dem breiteren Summen liegt ein winziges, schwaches Stocken im Knarren dieser Schüssel. Ein kleines Widerstreben. Ein Flüstern von Reibung. Wenn du nicht darauf lauschen würdest, würdest du es nie hören. Aber Imel kennt diesen Klang, wie eine Mutter den Atem ihres eigenen Kindes kennt. Sie kniet neben der Wiege nieder. Sie öffnet das Tongefäß. Darin ist das gepresste Saatöl ein klares, blasses Gold, in der Farbe dünnen Honigs, und es riecht nach warmen Samen und geröstetem Brot. Sein Duft steigt auf und gesellt sich zu Salbei und Kupfer und Staub. Sie taucht einen kleinen Holzlöffel in das Öl und hebt einen einzelnen goldenen Tropfen empor. Sie führt den Löffel zum Lager, einer kleinen dunklen Rille, wo die Wiege auf den Pfosten trifft, und neigt ihn. Der Tropfen gleitet vom Löffel und in die Rille. Er spritzt nicht. Er fließt nur, sanft, dorthin, wo er gebraucht wird. Sie tut das noch 2 weitere Male. 3 kleine goldene Tropfen in das Lager gesammelt. Dann nimmt sie den Zipfel ihres Tuchs und legt die Hand sanft auf den Rand der Schüssel. Und sehr, sehr langsam dreht sie ein winziges Stück. Das Lager nimmt das Öl auf. Das Stocken im Knarren ist verschwunden. Die Schüssel sinkt zurück in ihren stillen Gesang. Imel lächelt, nur an den Mundwinkeln. Sie verschließt das Tongefäß. Du spürst, wie sich in deiner eigenen Brust etwas löst, als wäre ein winziges Stocken in deinem eigenen Atem geölt worden. Du lässt deine Schultern wieder sinken. Du lässt deinen Kiefer weich werden. Imel erhebt sich und geht weiter. Du folgst. Ihr beide bewegt euch langsam die Reihen entlang.
und hin und wieder bleibt sie stehen, um die Hand auf eine hölzerne Wiege zu legen und zu lauschen. Meistens ist mit den Schüsseln alles in Ordnung. Sie geht weiter. Der Bohlenweg führt dich an einer Stelle vorbei, an der jemand, vielleicht Emil selbst, vielleicht ein Fegender von einem anderen Tag, eine kleine Tonschale mit Wasser für Vögel aufgestellt hat. Das Wasser ist flach und sauber. In die Mitte ist ein Kiesel gelegt worden, damit kleine Geschöpfe, die darin landen, Halt finden können. Als du vorbeigehst, sitzt ein kleiner brauner Vogel auf dem Kiesel, taucht den Schnabel ein und blickt sich um, taucht den Schnabel ein und blickt sich um. Als er Emil sieht, fliegt er nicht davon. Er neigt nur den Kopf, wie zur Begrüßung. Sie nickt dem Vogel zu, sanft, und geht weiter. Es gibt keine Eile. Hier drängt keine Zeit auf irgendetwas. Der Tag faltet sich, Falte um Falte, in den Abend hinein. Und alles faltet sich mit ihm. Du kommst zu einer weiteren kleinen Plattform auf dem Holzsteg, wo entlang eines Holzgeländers eine Reihe niedriger Messinglampen aufgestellt ist. Die Lampen sind schlicht, kleine Behälter mit gepresstem Saatöl, aus denen Baumwolldochte aufsteigen, und winzige Glaszylinder, die die Flammen schützen. Manche brennen schon, glühen leise, andere warten. Emil nimmt eine kleine Kanne mit langem, schmalem Ausguss von einem Haken am Geländer und ein Blechdöschen mit Streichhölzern aus einem Beutel an ihrer Hüfte. Sie geht langsam am Geländer entlang. An jeder unangezündeten Lampe hebt sie den Glaszylinder mit einem Zipfel ihres Tuchs an und gießt aus dem schmalen Ausguss ein sorgfältig bemessenes Maß Öl in den Behälter. Das Öl hat dasselbe blasse Gold wie das Lageröl und es hat denselben nussigen, gerösteten Duft. Der Duft füllt die kühler werdende Luft. Sie stellt die Kanne ab. Sie zündet ein Streichholz an. Das Streichholz flackert auf, ein kleines, weiches Aufflackern, eher ein Glimmen als ein Blitz. Sie senkt es an den Docht. Der Docht fängt Feuer, mit einem winzigen Laut, wie ein angehaltener Atem, der ausgelassen wird. Sie setzt den Glaszylinder wieder an seinen Platz. Die Lampe wird heller. Dann beruhigt sie sich in ihrer eigenen stillen Flamme. Sie geht zur nächsten Lampe und zur übernächsten. An jeder gießt sie ein, zündet an, setzt den Zylinder zurück. Die Lampen sind nicht sehr hell. Sie sind nur so hell, wie es nötig ist, um einem Wanderer zu zeigen, wo der Holzsteg ist, nachdem die Sonne fort ist. Zusammen, in einer Reihe, bilden sie eine sanfte Kette kleiner Flammen entlang des Geländers. Du siehst den Flammen zu. Jede ist ein eigenes, kleines, lebendes Wesen, lehnt sich ein wenig in diese Richtung, dann ein wenig in jene, tanzt ganz sacht im sanften Atem der Hochebene. Die Glaszylinder verwandeln das Licht in etwas Runderes, Ruhigeres. Der Duft des gepressten Saatöls wird stärker, je mehr Lampen brennen, und beginnt sich mit dem Salbei auf die tröstlichste Weise zu vermischen. Als Emil die letzte Lampe angezündet hat, ist das Aprikosenfarbene aus dem westlichen Himmel verschwunden und das Rosa ist zu einem dunkleren Rosa vertieft und die ersten Sterne haben begonnen, sich zu zeigen. Einer, dann zwei, dann eine kleine Handvoll, verstreut wie Salzkörner auf dem dunkler werdenden Blau. Emil nimmt ihren Besen von dort, wo sie ihn vorhin angelehnt hatte, und geht langsam die Reihen zurück. Du gehst mit ihr. Sie macht eine letzte Runde, fegt hier einen Rand, dort einen Rand, wo sich der Staub am meisten gesammelt hat. Das Flüstern des Besens ist in der kühler werdenden Luft noch leiser. Der Klang des gereinigten Kupfers ist noch runder. Flüstern, klingen,
flüstern, klingen. Das Summen des Feldes hat sich nicht verändert, aber du hast dich verändert. Du hast dich daran gewöhnt, so wie man sich an das Geräusch eines Bachs neben einem Zelt gewöhnt. Es ist nicht mehr so sehr ein Geräusch, das du hörst, sondern eines, in dem du dich befindest. Du bewegst dich darin, wie man sich in warmem Wasser bewegt. Es trägt dich. Nach einer Weile, wie lange könntest du nicht sagen, geht Emil auf eine bestimmte breite Stelle des Holzstegs zu. Ein kleines Holzdeck ohne Geländer, wo die Bohlen glatt und warm sind und von allem frei, außer von einem zusammengelegten Tuch und einem niedrigen hölzernen Kissen, das in eine weiche, sanfte Form geschnitzt wurde. Das ist ihr Ruheplatz. Hier legt sie sich jeden Abend hin, um den Schüsseln zuzusehen, wie sie sich unter den Sternen drehen. Sie stellt ihren Besen neben das Deck, lehnt ihn an einen Pfosten. Sie wickelt ihr Kopftuch erneut ab und faltet es sorgfältig und legt es neben das Kissen. Sie setzt sich, dann legt sie sich langsam zurück. Ihr Körper entspannt sich auf den warmen Bohlen. Sie bettet ihren Kopf auf das geschnitzte Holzkissen. Sie legt die Hände locker über ihren Bauch. Sie atmet. Du kannst dich, wenn du magst, auf deine eigene Weise mit ihr hinlegen. Du kannst dir die Bohlen unter deinem eigenen Rücken vorstellen, breit und warm, dich ruhig haltend. Du kannst dir das geschnitzte Kissen unter der Wölbung deines Nackens vorstellen. Du kannst dir die kühl werdende Wüstenluft auf der Haut deines Gesichts vorstellen. Du kannst dir vorstellen, wie deine eigenen Arme an deinen Seiten schwer werden. Die Bohlen haben den ganzen Tag die Sonne gehalten. Sie sind warm, so wie Brot warm ist. Du kannst spüren, wie diese Wärme in deine Schulterblätter hinaufzieht, in dein Kreuz, in deine Hüften, in die Rückseiten deiner Beine. Jeder Teil von dir, der das Holz berührt, wird ein wenig weicher, ein wenig wärmer. Über dir vertieft sich der Himmel. Das blasse Rosa am Horizont verblasst. Hoch oben dunkelt das Blau von einem weichen Denim zu einem tiefen Samt. Mehr Sterne kommen hervor. Du siehst sie einen nach dem anderen erscheinen, so wie eine Kerze in einem Fenster am Ende einer langen Straße erscheint. Erst einer, dann zwei, dann mehr, als du leicht zählen könntest. Die Schüsseln um dich herum neigen sich langsam nach oben. Sie verfolgen jetzt die Sterne. Jede wählt ein kleines Stück Himmel, dem sie zuhören will. Du kannst die frisch geölten Lager hören, wie sie sich ohne Klagen bewegen. Du kannst die hölzernen Wiegen hören, wie sie ihr sanftes, geduldiges Knarren von sich geben. Eine Schüssel, dann noch eine, dann noch eine. Das Summen hält an. Das Summen ist nicht verschwunden. Es ist das Lied, das das Feld dem Himmel singt. Es ist das Lied, das der Himmel zurücksingt. Du kannst nicht sagen, wo das eine endet und das andere beginnt. Du musst es nicht sagen. Emil atmet. Du atmest mit ihr in deinem eigenen langsamen Rhythmus. Ein, aus, ein, aus. Ein leichter Wind streicht über die Hochebene. Er ist sanfter als jeder Wind, den du je gespürt hast. Er trägt die Düfte des Tages, alle zusammengetragen. Wüstensalbei, warmes Kupfer, feiner roter Staub, gepresstes Saatöl, Tamarinde süß und säuerlich, altes Holz, glatt geworden von vielen Händen. Die Düfte ziehen über dich und an dir vorbei. Und du lässt sie. Du lässt deine Hände schwer werden. Du lässt deine Füße schwer werden. Du lässt deine Hüften schwer werden. Du lässt deine Schultern schwer werden. Weit weg, 3 Täler entfernt, hat die Gärtnerin Emils Antwort vielleicht inzwischen erhalten.
Vielleicht hat sie die Nachricht über die Wolken gelesen, über die aprikosenfarbene und die rosafarbene und die störrische weiße. Und sie hat gelächelt. Vielleicht ist sie in ihren Garten hinausgegangen und hat ihren eigenen Himmel angesehen und versucht, sich zu erinnern, welche Farbe von Wolke sie heute besucht hat. Vielleicht sitzt sie jetzt mit einer Tasse von etwas Warmem da und sieht zu, wie ihre Tomaten unter dem Mond einen Hauch röter werden. Du lässt dieses Bild in deinen Sinn kommen, weich wie Dampf. Du lässt es treiben und sich auflösen, so wie der Staub im späten Licht treibt und sich auflöst. Eine schwache Nachricht trifft auf dem Empfänger ein. Du kannst sie von dort, wo du liegst, nicht hören, aber du kannst sie dir vorstellen. Ein paar kleine Töne. Tap, Pause. Tap, tap, Pause. Vielleicht eine Wetterangabe. Vielleicht ein Wiegenlied. Vielleicht eine lange Pause, die dem Wind überlassen wurde. Emil steht nicht auf, um sie zu lesen. Sie wird am Morgen noch da sein. Sie hat keine Eile. Nichts hier hat irgendeine Eile. Die Sterne stehen jetzt in voller Fülle. Der ganze Himmel ist mit ihnen behängt. Du siehst den langen, blassen Strom des großen Sternenflusses über dir. Von einem Horizont zum anderen, gespannt, weich wie ein Pinselstrich. Du siehst Häufungen hellerer Sterne und blasse, die fast scheu wirken. Du siehst einen, der ganz langsam pulst, so wie ein Herz pulst. Die Schüsseln folgen ihnen. Langsam. So langsam. Die Lager drehen sich ohne Laut. Die Wiegen knarren. Hier und da. Leiser und leiser. Das Summen geht weiter. Du spürst die warmen Planken. Du spürst das kleine, geschnitzte Kissen. Du spürst die weiche, kühle Luft auf deinem Gesicht. Du spürst das langsame Heben und Senken deines eigenen Atems. Es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt nichts mehr zu sehen. Es gibt nichts mehr, dem du lauschen müsstest. Das Flüstern des Dachshaarpinsels ist für die Nacht verstummt. Der Klang des gereinigten Kupfers ruht, geborgen im größeren Summen. Die Tamarindenschale steht leer und sauber auf dem Tisch in der Lauschhütte. Die Lampen leuchten sanft entlang ihrer Schiene. Das Lager ist still. Die Schüsseln sind still. Das Plateau ist still. Du bist still. Lass deine Augenlider schwer sein. Sie sind schwer. Lass sie ruhen. Lass deinen Kiefer weich sein. Er ist weich. Lass ihn ruhen. Lass deine Hände still sein. Sie sind still. Lass sie ruhen. Die warmen Planken tragen dich. Die langsamen Sterne ziehen darüber ihre Bahn. Das Summen trägt dich. Die Schüsseln drehen sich. So langsam. Der Staub treibt. So langsam. Die Nacht ist weit. Die Nacht ist gütig. Du bist warm. Du bist geborgen. Du bist hier. Und jetzt darfst du ruhen. Ruhe. 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 Das Summen geht weiter. Es ist die Art von Klang, die nichts von dir verlangt. Es steigt nicht an. Es fällt nicht ab. Es bleibt nur so, wie eine Hand auf einer Schulter bleibt. Sanft und gewiss. Du spürst es durch die Planken. Du spürst es in deinem Rücken, in deinen Schultern, in den kleinen Knochen deiner Handgelenke. Es ist das Summen geduldiger Maschinen, der Wiegen, die ihre Schüsseln den Sternen entgegenhalten. Es ist das Summen des Plateaus selbst, das langsam unter dir atmet. Irgendwo, sehr weit weg, berührt sich einmal eine kleine Glocke. Ein weicher Ton. Du hörst ihn so, wie du ein Blatt auf Wasser landen hörst. Und dann ist er fort, und das Summen legt sich sanft über die Stelle, an der der Ton einmal war. Die Sterne ziehen ihre Bahn. Sie haben es überhaupt nicht eilig.
Sie tun das schon eine sehr, sehr lange Zeit. Sie werden es weiter tun. Es gibt nichts, worum du dich kümmern musst. Es gibt nichts, was du halten musst. Der Himmel hält sich selbst. Du spürst, wie deine Schultern noch ein wenig weicher werden. Du spürst, wie die kleine Stelle zwischen deinen Augenbrauen weich wird. Du spürst, wie die Mundwinkel weich werden. Du spürst, wie die Stelle am Hinterkopf weich wird, wo sich sonst der Tag sammelte. Die kühle Luft streicht über deine Stirn. Sie trägt den feinen Duft von Zedernholz aus der Lauschhütte. Sie trägt den feinen Duft warmen Kupfers von den Schüsseln. Sie trägt die feine, trockene Süße der Tamarindenschale, die noch auf dem Tisch ruht. Diese Düfte sind still. Auch sie verlangen nichts von dir. Du erinnerst dich, ohne es zu versuchen, wie der Dachshaarpinsel früher am Tag über den Rand einer Schüssel strich. Dieses lange, langsame Flüstern. Du erinnerst dich an den kleinen, klaren Klang, als das Kupfer auf Filz abgesetzt wurde. Du erinnerst dich an die Hände der Wächterin. Geduldig, ohne Eile, leicht bestäubt mit blassem Pulver vom Poliertuch. Du erinnerst dich, wie die Lampen eine nach der anderen entlang der Schiene entzündet wurden. Jede eine kleine, warme Münze aus Licht. Diese Erinnerungen sind weich. Sie drängen nicht. Sie treiben vorbei, wie der Staub in der Luft. Nur dann erleuchtet, wenn sie durch einen langsamen Strahl Sternenlicht ziehen. Du musst sie nicht festhalten. Du musst sie nirgendwohin tun. Sie treiben weiter. Das Summen geht weiter. Du spürst das kleine, geschnitzte Kissen unter deinem Kopf. Auch es duftet leise nach Zeder. Es ist genau für deine Form geformt. Dein Kopf liegt in ihm, wie ein Kiesel in die Wölbung eines Baches passt. Du musst nichts ausbalancieren. Du musst dich nicht stützen. Du wirst vom Kissen gehalten. Du wirst von den Planken gehalten. Du wirst vom Plateau gehalten. Über dir bewegt sich der lange, blasse Sternenstrom so langsam, dass er sich gar nicht zu bewegen scheint. Und doch würdest du, wenn du nach einer langen Weile hinsehest, feststellen, dass er gewandert ist. Nur ein wenig, so wie eine Kerzenflamme in einem Raum wandert, in dem niemand heftig atmet. So langsam, so sanft. Eine der Schüsseln, irgendwo rechts von dir, lässt das kleinste Knarren in ihrer Wiege hören, während sie sich nachstellt. Ein Flüstern von Holz, ein Flüstern vom Lager und dann wieder Stille. Das Summen schließt sich darüber. Du spürst deinen Atem. Ein und aus. Er ist langsam. Er ist weich. Es ist die Art von Atem, die den Weg nach Hause kennt. Du musst ihn nicht zählen. Du musst ihn nicht lenken. Er bewegt sich von selbst, so wie die Sterne es tun. Ein und aus. Ein und aus. Die Wächterin, irgendwo in der Lauschhütte, sitzt nun mit der kleinen, weit heruntergedrehten Lampe. Du stellst dir das nur leise vor. Du brauchst es dir nicht vorzustellen. Du weißt nur, dass sie da ist. Geduldig, zufrieden, dem langen, stillen Summen der Nacht lauschend. Wie man einem Freund lauscht, der nichts zu sagen braucht. Sie wartet auf nichts. Sie sorgt sich um nichts. Sie ist einfach da. Und die Nacht ist einfach da. Und du bist einfach hier. Die Lampen entlang der Schiene glühen auf ihrer niedrigsten Stufe. Gerade genug, um ein Faden aus warmem Licht am Rand der Plattform zu sein. Gerade genug, um dich, falls du die Augen öffnen würdest, daran zu erinnern, wo die Welt ist. Du musst die Augen nicht öffnen. Die Welt ist genau dort, wo sie sein soll. Die Sterne sind genau dort, wo sie sein sollen. Du bist genau dort, wo du sein sollst. Das Summen
trägt sich weiter. Du spürst, wie eine langsame Wärme sich durch dich hinunter bewegt. Sie beginnt vielleicht ganz oben an deinem Kopf, wo die kühle Luft wie eine Hand ruht. Sie bewegt sich langsam hinab durch deine Stirn und macht sie weich. Sie bewegt sich hinab durch deine Wangen und macht sie weich. Sie bewegt sich hinab durch deinen Kiefer und macht ihn weich. Sie bewegt sich hinab durch deine Kehle und macht sie weich. Sie bewegt sich hinab durch deine Schultern und sie lassen das letzte kleine Ding los, das sie noch hielten. Sie hielten nicht viel. Sie hatten das meiste schon losgelassen. Aber das letzte kleine Ding entgleitet jetzt, hinein ins Summen, hinein in die Planken, hinein in das langsame Drehen der Schüsseln. Die Wärme zieht hinab durch deine Brust, langsam, weit, freundlich. Sie zieht hinab durch deine Arme, bis ganz hinaus zu den Spitzen deiner Finger, die genau dort ruhen, wo sie sind. Sie zieht hinab durch deinen Bauch, der sich hebt und senkt mit deinem sanften Atem. Sie zieht hinab durch deine Hüften, die nun schwer sind und gehalten werden. Sie zieht hinab durch deine Beine. Langsam, langsam, den ganzen Weg hinunter bis zu deinen Knöcheln, den ganzen Weg hinunter bis zu deinen Füßen, den ganzen Weg hinunter bis zu den kleinen Enden deiner Zehen. Und dort bleibt sie ruhen. Du bist warm vom Kopf bis zu den Füßen. Du bist gehalten vom Kopf bis zu den Füßen. Die Planken halten dich. Das Kissen hält dich. Das Summen hält dich. Das Hochplateau hält dich. Die Nacht hält dich. Über dir ist der große Strom der Sterne ohne Eile. Einer der langsam pulsierenden Sterne schlägt einmal und noch einmal. So langsam, dass du beinahe vergisst, welcher Schlag welcher war. So langsam, dass es eher ein Erinnern ist als ein Sehen. Der Staub treibt, so langsam, durch die langen Schächte des Sternenlichts, durch die warmen Fäden des Lampenscheins, durch die sanfte, dunkle Luft. Du denkst noch einmal an die Tamarindentasse, nur für einen Augenblick. Leer, sauber, auf dem Schreibtisch ruhend. Ihre kleine, runde Form fängt einen schmalen Streifen Licht ein. Nichts weiter wird heute Nacht von ihr verlangt. Nichts weiter wird heute Nacht von dir verlangt. Der Dachshaarpinsel liegt in seinem Schälchen. Das Poliertuch ist gefaltet. Die Kupferränder sind sauber. Die Lager sind geölt. Die Halterungen sitzen. Die Schüsseln folgen. Langsam, langsam, dem Rat des Himmels. Alles, was getan werden musste, ist getan. Alles, was nicht getan werden musste, darf ruhen. Du hast nichts zu vollenden. Du hast nichts zu beginnen. Du bist hier. Du bist warm. Du bist gehalten. Das Summen geht weiter. Leiser nun, sanfter, beinahe in deinen eigenen Atem hineingefaltet. Es ist nach einer Weile schwer zu sagen, wo das Summen endet und wo dein Atem beginnt. Sie bewegen sich gemeinsam. Sie leisten einander Gesellschaft. Ein und aus. Ein und aus. Ein kleiner Windhauch streicht über die Plattform. Er bewegt nichts. Er berührt nur den Saum deines Haares und den Saum der Lampenflammen und den Saum der Nacht. Und dann ist er fort, hinüber über das Hochplateau, dorthin, wohin sanfte Winde gehen, wenn sie mit ihren kleinen Freundlichkeiten fertig sind. Die Lampen glühen, die Schüsseln drehen sich, die Sterne ziehen ihre Bahn. Das Summen hält. Du spürst, wie du ein wenig in die warmen Planken einsinkst. Kein Fallen, ein Sichsetzen, so wie ein Stein sich in ein Flussbett setzt, langsam, über lange Zeit, bis er genau zu Hause ist. Du setzt dich, du bist zu Hause. Die Wärterin
weit drüben am anderen Ende der Plattform in der Lauschhütte, hebt die kleine Lampe einmal an und senkt sie wieder. Ein Zeichen an niemanden. Eine kleine Freundlichkeit an die Nacht selbst. Das Licht flackert und wird ruhig. Du siehst es nicht. Du weißt nur irgendwo in dir, dass alles gut ist. Alles ist gut. Die Schüsseln drehen sich. So langsam. Der Staub treibt. So langsam. Dein Atem wird langsamer. So langsam. Du musst nicht an morgen denken. Morgen wird kommen, so wie die Sterne kommen. Geduldig. Zu seiner eigenen Zeit. Du musst ihm nicht entgegengehen. Es wird da sein, wenn du bereit bist. Du musst nicht an heute denken. Heute ist gefaltet und beiseite gelegt, wie das Poliertuch. Sauber, still, beendet. Es gibt nur dies, die warmen Planken, das kleine Kissen, die sanfte, kühle Luft, das Summen, die langsamen Sterne, den langsamen Atem. Das ist genug. Das ist mehr als genug. Du spürst deine Augenlider, die schwer sind. Lass sie schwer sein. Du spürst deinen Kiefer, der weich ist. Lass ihn weich sein. Du spürst deine Hände, die still sind. Lass sie still sein. Du spürst deine Füße, die warm sind. Lass sie warm sein. Du spürst die ganze lange Gestalt von dir, ruhend auf den Planken, unter dem langen, blassen Strom der Sterne. Lass die ganze lange Gestalt von dir ruhen. Das Summen hält, die Nacht hält. Du treibst, nur ein wenig. So wie der Staub durch das Sternenlicht treibt. So wie die Schüsseln über den Himmel treiben. So wie ein kleines Boot auf einem stillen See treibt, wenn niemand rudert. Du treibst. Du gehst nirgendwo hin. Du treibst nur. Das Hochplateau ist unter dir. Das Kissen ist unter deinem Kopf. Das Summen ist in den Planken. Die Sterne sind oben. Alles ist an seinem Platz. Alles ist geduldig. Alles ist freundlich. Du erinnerst dich, ganz schwach, an den Duft von Zedernholz. Du erinnerst dich, ganz schwach, an den Klang von Kupfer. Du erinnerst dich, ganz schwach, an die Wärme von Stein. Diese Erinnerungen sind sanft nun. Sie sind wie kleine Lampen an einem fernen Geländer. Sie glühen auf ihrer kleinsten Stufe. Sie sind genug. Das Summen wird leiser. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht scheint es nur leiser zu werden, weil du tiefer in es hineintreibst. Du und das Summen, ihr setzt euch gemeinsam zur Ruhe. Ein langsamer Stern pulsiert einmal, hoch über dir. Du spürst es beinahe. Du musst nicht hinsehen. Du weißt, dass er da ist. Eine Schüssel knarrt, ganz leise, irgendwo weit drüben auf dem Hochplateau. Ein Lager dreht sich. Eine Halterung setzt sich. All das faltet sich zurück in das Summen. Die Wärterin sitzt, geduldig, im warmen, kleinen Licht der Lauschhütte. Sie wird dort lange sitzen. Sie ist zufrieden. Du musst nicht an sie denken. Du weißt nur, irgendwo in dir, dass jemand Freundliches wach ist und die Nacht in guten Händen liegt. Auch das darfst du loslassen. Lass das Wissen ruhen. Lass alles ruhen. Die warmen Planken, die langsamen Sterne, das freundliche Summen, dein sanfter Atem. Ein und aus. Ein und aus. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nirgendwo hinzugehen. Es gibt nur hier. Es gibt nur jetzt. Du bist warm. Du bist gehalten. Du bist sicher. Du bist hier. Das Summen trägt dich. Die Sterne tragen dich. Die Nacht trägt dich. Du darfst nun ruhen. Du darfst tief ruhen. Du darfst ruhen, solange du magst. Das Hochplateau wird hier sein. Die Schüsseln werden sich drehen. Die Lampen werden glühen. Die Wärterin wird sitzen. Das Summen
wird halten. Die Sterne werden ihre Bahn ziehen. All das, ohne dass du wachen musst. All das, ohne dass du lauschen musst. All das, ohne dass du irgendetwas tun musst. Du darfst die kleine Tür deiner Aufmerksamkeit schließen. Sanft, ohne Laut. So wie eine Wärterin die Tür der Lauschhütte schließt, am Ende eines langen, stillen Tages. Sie schließt sich sanft. Sie schließt sich warm. Sie schließt sich freundlich. Und auf der anderen Seite davon klingt das Summen weiter. So leise, so geduldig, so sanft. Du spürst, wie du tiefer treibst. Du spürst, wie die warmen Planken in die Ferne rücken. Du spürst, wie das kleine Kissen in die Ferne rückt. Du spürst, wie die langsamen Sterne in die Ferne rücken. Nicht fort, nur weiter weg, nur stiller. Das Summen ist stiller. Die Nacht ist stiller. Du bist stiller. Die Schalen drehen sich. Der Staub treibt. Die Sterne ziehen ihre Bahn. So langsam, so langsam, so langsam. Du bist warm. Du bist geborgen. Du bist hier. Und nun darfst du ruhen. Ruhe, 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 Ruhe. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.